Es wird geholzt. Im Kanton Thurgau. Denn wie der wohl bekannteste Rohstoff des Apfelkantons wächst auch dieser Rohstoff nach. Kein Wunder, wird ein ganz besonderes Bauprojekt der Hauptstadt des Kantons mit Holz aus der Umgebung gebaut. Frauenfelder Holz für den Neubau der Schlossbadi. Ich arbeite schon 22 Jahre in Badi Frauenfeld. Ich habe bei dem neuen Projekt, das wir jetzt machen durften, bis zur Abstimmung, bis jetzt zur Realisierung, bin ich immer dabei gewesen. Ich durfte mitreden, ich konnte meine Wünsche einbringen. Und da ist eigentlich das Schlossbadi, das ist ein grosser Teil von mir. Seit seiner Errichtung in den 70ern prägt die Schlossbadi das Frauenfelder Freizeitangebot und Stadtbild. Eine lange Zeit, in der Badwassertechnik sowie Dachkonstruktion in die Jahre gekommen sind. Anstatt nun teuer zu sanieren, entschied sich die Stadt Frauenfeld für den Abriss der alten Anlage und einen ökologischen Neubau. Wo wir das Projekt Hallenbad hatten, hat man es ausgeschrieben, man hat einen offenen Wettbewerb gemacht. Dann ist das Projekt, das gewonnen hat, ein Holzbau. Die Ausschreibung gewann der Badener Architekt Christian Koller. Ob Schulhaus, Kindergarten oder Wohnhaus, für ihn steht fest, Bauen mit Holz liegt im Trend. Ein Trend, der sich aus ökologischen und ökonomischen Faktoren ergibt. Bauen mit Schweizer Holz ist nicht nur nachhaltig, sondern in Krisenzeiten auch versorgungssicher. Weil die Preissituation mit Corona und jetzt Ukraine-Krieg noch mal schlimmer geworden ist, hat man eigentlich mit dem Schweizer Holz oder sogar einheimischem Holz sehr einen guten Partner gefunden. Wir können sogar einen Fixpreis abmachen, wo das Holz geschnitten wird. Es überrascht also nicht, dass Bauen mit Schweizer Holz auch bei der Bauherrschaft auf offene Ohren stieß. Der Prozess ist so gegangen, dass wir recht früh aus der Baukommission heraus entschieden haben, Kontakt aufzunehmen über die Fachplaner zu der Bürgergemeinde. Und sofort sind alle Feuer und Flamme gewesen, dass man das Schlossbadi Frauenfeld mit Frauenfelder Holz baut. 20.000 Hektare Wald fasst der Kanton Thurgau. Durchschnittlich stehen auf einer Hektare rund 360 Kubikmeter Holz. Der wertvollste Rohstoff, der nachwächst. Das Image der Badi wird mit lokalem verbautem Holz natürlich umso besser, weil sich alle Frauenfelderinnen und Frauenfelder damit identifizieren können. Also das Holz ist sicher die beste Voraussetzung, denn das Holz wirkt heimelig, das Holz gibt eine gewisse Wärme und da hoffen wir, dass natürlich die Leute da eigentlich wieder zu uns kommen, auf Frauenfeld schwimmen und dass sie sich einfach wohlfühlen für den nächsten Besuch. Eine ganze Badi also aus Frauenfelder Holz? Ist das überhaupt realisierbar oder kommen noch andere Rohstoffe zum Einsatz? Die Hygieneanforderungen im Schwimmbad sind relativ hoch. Da haben wir eigentlich im Badebereich, dort wo wir putzen, haben wir vor allem mit Plättchen arbeiten, also mit Beton und Plättchen. Und der Holzbereich ist eigentlich dort, wo wir mit dem Wasser nicht ankommen, so dass wir auch ein langes, schönes Holz haben im Schwimmbad, das für uns praktikabel ist und auch noch schön aussieht, auch nach 10 Jahren, dass wir eigentlich immer noch Freude haben am Holz. Auch beim Bauen mit Holz müssen Eigenschaften und Belastbarkeit des Baustoffs genau berücksichtigt werden. Stefan Schubisser ist Holzbauingenieur bei der 3B Kolb AG und bearbeitet das Tragwerk des neuen Hallenbads. Bei der Holzbauplanung ist es so, dass man eigentlich sämtliche Bearbeitungen, die man an diesen Trägern hat, im 3D-Modell entsprechend ausbilden. Mit diesen Öffnungen, mit Schlitzen, mit Bohrungen. Dann kommen die Daten auf eine CNC-Anlage, die das millimetergenau bearbeitet. Und so kann man eigentlich auch die grossen Träger auf der Baustelle mit diesen Verbindungsmitteln, die sehr exakt sein müssen, so zusammensetzen. Der grosse Vorteil von dieser Vorfertigung, die wir im Holzbau haben, ist, dass wir auf der Baustelle sehr schnell sind in der Montage, dass wir dort eigentlich die ganze Bauzeit verkürzen können. Da hat natürlich insbesondere für den Holzbau den Vorteil, dass er nicht lange im Regen steht. Und für den Bauherr hat es natürlich den wesentlichen Vorteil, dass zum Beispiel eben jetzt gerade das Hallenbad vielleicht 2 Monate früher eröffnet werden kann. Bereits in der Planungsphase wird beim Bauen mit Holz über dessen Lebensdauer hinausgedacht. Die Wiederverwendung von so Bauteilen wird immer wichtiger in Zukunft, dass das, was wir heute verbauen, vielleicht in 50 Jahren in einem weiteren Bauwerk wiederverwendet werden kann. Jetzt insbesondere gerade bei dem Hallenbad mit diesen sehr grossen Trägern und auch sehr vielen Elementen hat es den Vorteil, dass man die sicher wieder bei einem weiteren Bauwerk kann
verwenden. Vielleicht für kleinere Spannweiten kann man das irgendwie zuschneiden, das Holz, auf kleinere Längen. Oder wenn dann die ganzen Holzbauteile irgendwann nicht mehr tragfähig wären oder nicht mehr gebraucht werden können sie immer noch zu Energiezwecken verbrannt werden, anstelle von irgendwelchen fossilen Brennstoffen. Die Mehrfachnutzung eines Rohstoffs in aufeinanderfolgenden Stufen wird als Kaskadennutzung bezeichnet. Sie gewinnt im sparsamen Umgang mit Ressourcen immer mehr an Bedeutung. Nicht zuletzt auch wegen dem Klimawandel. Der grosse Vorteil vom Holz ist ja, dass es ein nachwachsender Rohstoff ist. Also das heisst, das Holz, das wir heute brauchen, ist in den letzten Jahren gewachsen im Wald. Und auch wenn wir die Bäume jetzt fällen und damit Häuser bauen, wachsen die in den nächsten Jahren wieder nach. Und der ganze Rohstoff ist nahezu unerschöpflich. Also wir können da nicht irgendwelche Ressourcen ausbeuten, die irgendwann zur Neige gehen. Deshalb wurde der Neubau der Schloss Badi auch als Minergie-P-Eco-Bau konzipiert. Also ich glaube, wir müssen heute alle auf Nachhaltigkeit schauen. Dass wir eigentlich auch in Zukunft, vor allem auch, dass meine Kinder, vielleicht meine Grosskinder, auch noch da dürfen leben und können so leben, wie wir hier leben können. Die Idee der Nachhaltigkeit ist in der Schweizer Waldwirtschaft seit Generationen fest verankert, wovon die ganze Gesellschaft profitiert. Ich sage, Heimat, das ist da von da, das ist der Rohstoff, der von da kommt, der kurze Transportweg. Und es ist eigentlich etwas Wichtiges für uns hier in der Schweiz. Aber um den Rohstoff Holz nutzen zu können, muss dieser erst einmal wachsen, gepflegt werden und schlussendlich geerntet. Begleiten Sie uns in der nächsten Episode in den Frauenfelder Wald und erfahren Sie mehr über die Arbeit von Revierförster Matthias Rickenbach und warum für Waldeigentümer Alfred Wellauer der Wald mehr ist als nur ein Holzlieferant.